Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. In der letzten Folge haben wir am Ende Mr. Pitkin verhört und schon die ersten Verbindungen irgendwie geschlossen. Und deswegen verhören wir jetzt erstmal den Mr. Blinkhorn. Please escort this suspect for interrogation. Zu gucken, wie der überhaupt dem... Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Genau, wie er nämlich gegenüber diesem Sir Bentcliffe steht. Das interessiert uns jetzt erstmal. Okay, jetzt aufmerksam. Nicht wohlhabend. Ja gut, das ist für einen Archäologen vielleicht auch nicht ganz so überraschend, ehrlich gesagt. Na. Okay, was ist denn sein Beruf? What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Das stimmt nicht. Pitkins Brief. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Also mir kommt das irgendwie so vor, als wenn er hat die ganze Zeit hart daran gearbeitet, musste dann nach Ägypten, hat dann den Sir Rodney Bentcliffe kennengelernt, hat ihm von seiner Arbeit erzählt und ne, bla bla bla, wie toll das läuft und so. Dann hat der Bentcliffe sich gesagt, Alter, das ist voll geil, das will ich auch. Ist dann dahin gefahren, hat ihm quasi seine Arbeit weggenommen, die dann auch noch viel besser lief. Und jetzt, wo der tot ist, kann er alleine wieder daran weiterarbeiten. Ich will mich noch nicht festnageln, aber das ist so die Richtung, glaube ich, wo es hingeht. Aber egal, wir gucken mal, was die gesehen haben. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Okay. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No.
Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Guck mal, jetzt wurde er sogar noch angeschissen und darf nicht mit zu diesem Kongress fahren. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Okay. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Das hätte er bestimmt auch angekotzt, oder? Weil der Sir Bencliffe hat anscheinend einfach einen Ring gefunden da, also einen ziemlich alten Ring. Und hat den dann gezockt. Okay. Der junge Mann kommt mir... Ja, aber Pinkin kommt mir auch irgendwie noch. So, der war halt so... Weiß nicht. Please escort Sprech mal this mit Mr. suspect Garrow. for interrogation. Gerade bin ich noch echt unschlüssig. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Okay, den gucken wir uns erstmal an. Wie bei den anderen auch. Abergläubisch. Okay. Hier ist so Dreck. Da sehe ich doch. Schweiß? Oh, ich bin ein guter Beobachter. Dankeschön. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes, so many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Okay, der Typ kommt natürlich richtig komisch rüber, ne? What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Okay. Also, ja, wir haben vorhin auch seine Medikamente gefunden, wo er drin stand, ne, dass man hier davon irgendwie so Halluzinationen und sowas bekommt. Das müssen wir natürlich auch abziehen jetzt von seinem Verhalten. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Shining like gold? Okay. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh.
Ah, so viel zu fragen, ey. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Ja, genau, keiner hat die da hingestellt. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Ah, das ist auch so ein Schutzzauber, oder was? Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Besser ist es. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Hat das so schlecht Garrow repariert? appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Richtig. Entweder ist er wirklich so, oder... ach du Scheiße, ey. So, Rodneys Lüge. Ach du Scheißdreck, ey. Was kann ich denn hier verbinden? Ah, klar, genau. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm sein? Könnte natürlich sein. Okay, wir gehen mal dahin. Aber vielleicht können wir hier noch irgendwie was machen. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlbecken zu einem Metallklumpen geschmolzen. Könnte natürlich auch eine Silberwaffe gewesen sein, ne? Könnte natürlich auch gewesen sein, dass das so ein Silberdolch war und den hat man dann ins Kohlebecken geworfen. Okay, mehr gibt's hier nicht. Das könnte natürlich auch noch sein. Aber würde das wirklich zu so einem Klumpen verschmelzen? Oder nicht? Welche wichtigen Entdeckungen was? Wir fahren mal. Ne. Machen wir den jetzt mal. Angezeichnete Karte. Okay, dann fahren wir in die Baker Street und gucken uns die Karten mal an. Ja. Deswegen, also ich habe eigentlich mit der Silberwaffe. Ich meine, wieso sollte die Silberwaffe zu so einem Klumpen schmilzen? Aber wenn das jetzt wirklich so ein länglicher Dolch wäre, dann müsste das doch auch ungefähr in der Form bleiben. Aber man hat den ja nur da reingeworfen, wenn. Und, schade. Man hat den ja nur da reingeworfen und nicht noch irgendwie dann die Zeit da irgendwie dann rumzuspielen oder so. Oh, wir haben Briefe? Ah, Mycrofts. Vom letzten Fall noch. Sherlock, mein geliebter Bruder, du hast ein weiteres Mal einen großen Fehler begangen. Hast du eine Ahnung davon, dass sich das Königreich dank dir am Rande eines internationalen Konflikts befindet? Wie konntest du diesen hochsensiblen Fall den hirnlosen Leuten von Scotland Yard anvertrauen? Ja gut, sie haben die Täter gefasst, aber hast du mal einen Blick in die Zeitung geworfen, was für eine große Unruhe deswegen entstanden ist? Es ist verallgemeinern von allen Mexikanern die Rede. Dabei gibt es, wie du vielleicht weißt, zahlreiche wichtige Abmachungen zwischen dem Königreich und den unterschiedlichsten loyalen mexikanischen Firmen. Das sollte dir zu denken geben. Dein Bruder Mycroft. Sorry. Okay, Forschungsberichte. Wo haben wir denn hier so eine komische Karte? Haben wir nicht irgendwo eine Karte?
Analysetisch. Da, eine Karte. Hey, wo laufe ich denn jetzt gegen? Okay, wir Now we lokalisieren have jetzt two erstmal. maps. We must combine them properly. Properly. Okay, wo sieht das denn danach aus? Hm. Tja. Soll das denn hier sein? Ist das die Themse? Nee, ne? Die Themse. Ist das die Themse? Tja, wo ist das denn? Oh, nix wirklich gefunden. Wo das hingehören könnte. Ah, doch hier. Da. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Da ist es. Da, wir fahren jetzt nach St. Albans. Und dann untersuchen wir das. Oh, der Hintergrund sieht natürlich richtig sexy aus gerade. Okay, wir untersuchen die Ausgrabungsstätte. Steht hier denn? Zutritt für Unbefugte This verboten. archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Ja, das hindert uns nicht dran. Das ist uns ziemlich schnuppe, was die hier gesagt haben. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rein und untersuchen den Tisch. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Das ist ein schöner Schädel und Dokument. Geheimer Mithras-Tempel. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnlichere Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihren Mieträumen zu erhalten. Das Mieträum im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein- und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mieträum offengelegt. Mithras Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener, aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Wieder was gelernt. Was haben wir hier? Noch ein Tisch. Metallwürfel. Noch ein Dokument. Der Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die von 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von den Griechen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Die Initiaten trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Miträen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihm, wie er aus einem Felsen geboren wird und einen Stier tötet. Ja, okay. Kann man machen. Noch ein Dokument. Heute ist aber echt Vorlesestunde hier. Die Klinge, mit der Mithras die Tauroktonie, die Stiertötung, durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter, heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolches steht auf das persische Wort Shamshmir zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In diese stark gekrümmte Schwertfamilie fallen der Shamshmir, der Krummsäbel, der Talwar, der Kilitsch, das Pulver und der mongolische Säbel.
Die Legende des Goldenen Dolches ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kultes. Das geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf einen Dolch vom Heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der Goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Okay, vielleicht hat... Der Mr. Garrow hat doch gerade auch was von einem Goldenen Dolch gesagt, oder nicht? Okay, das gucken wir uns auch noch an hier. Und die leeren Kokosnüsse, mit denen sich sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmen. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Ah, okay. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Okay. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendete. Okay, aber wir haben ja auch Silber gefunden in der Asche. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Mithras-Kult hier zu tun. Aber wie so oft sehen wir das in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen.